Von Hua aus geht es weiter südlich auf einer, so heißt es, der schönsten Routen Vietnams nach Hoi An. Nur das Wetter macht nicht mit. Wir erreichen Hoi An am frühen Nachmittag, bleiben 3 Tage. Einst war die Stadt einer der größten Handelshäfen Südostasiens, was vor allem der Lage an der Seidenstraße geschuldet war. Im 16. Jahrhundert baute man den Hafen aus, immer mehr chinesische und japanische Händler siedelten sich an, die Stadt wuchs stetig. Im 17. Jahrhundert kamen die Europäer hinzu, vor allem aus Frankreich, Holland und Portugal. Das aber ist Geschichte, die modernen Schiffe brauchen größere Häfen. Ihrem Niedergang als Handelsmetropole hat die Stadt den Halt des historischen Stadtbildes zu verdanken. In Hoi An bewahren sich die Einflüsse der verschiedenen Kulturen bis heute. So gibt es im Zentrum einen japanischen und einen chinesischen Teil. Erhalten geblieben ist vieles, da die historische Altstadt als einzige im Vietnamkrieg nicht zerstört wurde. Nicht umsonst ist sie Weltkulturerbe der UNESCO. Viele Gassen, zahlreiche kleine Läden und Restaurants machen die Altstadt aus und die Unmenge an Touristen, die die Stadt entdeckt haben. Man lebt heute nahezu ausschließlich von ihnen. Hier gibt es alles. Von exzellenten Kleidern, gerne auch maßgeschneidert über Nacht. Man redet auch von der Stadt der Schneider, über Lederwaren, Gemälde, handgearbeitete und hochwertige Kunstgegenstände, traditionelles bis hin zu Nippes und China-Kram aller Art. Mit am auffälligsten an Hoi An sind die Unmengen an Laternen, die überall herumhängen oder schwimmen. Deswegen ist ein Bummel am Abend viel schöner als tagsüber, zumal alle Geschäfte bis weit in die Nacht geöffnet haben, die Cafés, Restaurants und Bars sowieso. Abends ist die Straßenbeleuchtung teilweise ausgeschaltet, des Nachts erleuchten tausende Laternen den Fluss und die Altstadtgassen. Dann ist die Stadt besonders beeindruckend und auch die Menschenmengen, die sich hier tummeln. Hoi An bedeutet übersetzt ruhige Gemeinschaft oder friedlicher Versammlungsort. Welch Paradoxon. Trotz der Menschenmengen kann man aber problemlos durch die Gassen schlendern. Das Tempo gibt man sich selbst vor.
Wir sind auf dem Weg zu einem Boot, das uns flussabwärts nach Kham Than bringt. Zurück wollen wir mit den Fahrrädern, die wir dabei haben. Die Flussfahrt dauert etwa 1 Stunde. Auf dem Weg lassen sich Stelzenfischer mit ihren großen Netzen beobachten. Das Dorf Kham Than ist bekannt für seine Wasser-, Kokosnusspalmen und die runden Korbboote. Ihre Form entstand, weil die Franzosen ein Steuern auf Boote erhoben und das sind einfach nur große Körbe, also steuerfrei. Heute dienen sie vorwiegend touristischen Zwecken, so soll es in Kham Than inzwischen 2000 davon geben, die den Tag über im touristischen Einsatz sind. Mehr als 1000 Haushalte leben von den bis zu 3000 täglichen Besuchern in der Saison. Die meisten Boote gehören einem Privatunternehmer, gerudert wird von Bauern aus der Umgebung. Im Vietnamkrieg bot diese Gegend aufgrund der vielen Kanäle und dem dichten Palmbewuchs Unterschlupf für vietnamesische Soldaten. Man sollte recht früh hier sein, bevor die größeren Gruppen eintreffen. Vor allem bei Chinesen und Koreanern ist dann Party angesagt, selbst Karaoke-Boote sind unterwegs. Will man es etwas ruhiger und abseits haben, einfach vor Ort bei einheimischen Familien buchen und nicht in Hoi An. Auf der Rückfahrt nach Hoi An mit den Fahrrädern machen wir bei einem Biobetrieb eine Pause und kosten diverse vietnamesische Gerichte.